Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine niedliche Kindertasche Alpaka häkelt. Die Tasche ist 22 cm breit, 20 cm hoch und inklusive Ohren ist es 26 cm. So sieht von dieser Seite aus. Ich habe auch einen Magnetenknopf innen. So sieht das von innen aus. Materialien, welche ich für diese Tasche benutzt habe, mehrere Farben von Cotton Cord. Es ist so eine Schnur ohne Innenkern, 3 mm, in eine Knoll 200 Gramm, 150 Meter. Und dazu auch für Nase, muss aber nicht sein, wenn Sie das nicht zur Hand haben, einfach mit der Cotton Cord häkeln. So, da mehrere Farben für Blümchen. Außerdem braucht man Häkelnadel Nummer 5 für häkelnde Tasche. Mit Häkelnadel Nummer 4 habe ich Blümchen gehäkelt. Wollnadel zu vernähen, Schere, irgendwas zu messen, Maschenmarkierer und Nähzeug für Enden zu nähen. Und eventuell auch Karabinerringe für Schnur und ein Magnetknopf. Als erstes brauchen wir eine Luftmaschenkette mit 21 Maschen. Einen Knoten bilden und ab jetzt 21 Mal zählen. Für die erste Reihe brauchen wir noch 2 Luftmaschen, um hochzusteigen. Wir werden die Tasche mit Halbstäbchen häkeln. Also noch 1 und 2. Drehen Sie rum und schauen Sie, wir häkeln in dieser Stelle, wo dieser einzelne Faden ist. Zählen Sie nach. 1, 2 in die dritte Stelle. Drauflegen. Hier unter der einen Faden. Erste Halbstäbchen. Nochmal drauflegen, in die gleiche Stelle, Halbstäbchen. Wir werden hier an diesem Ende und hier 4 zusammen machen. So weiter häkelt man jede einzelne, 19 Stück bis zu Ende. Hier am Ende 19 einzelne war, in die letzte häkeln wir 4 Stück an einer Stelle. Jetzt sind wir schon auf die andere Seite und zurück häkelt man wieder 19 einzelne Halbstäbchen. Diese Ende legen Sie einfach so hier, es wird mitgehäkelt und unter die 2 Faden jetzt, also gegenüber steht immer eine Halbstäbchen. Und oben sind 2 Faden. Geht mal rein hier. Und wieder häkelt man zurück. Hier am Ende, allererste Masche war, da haben wir 3 Halbstäbchen schon. Erste war 2 Luftmaschen, dann zweite und dritte. Und hier müssen wir noch eine 4. häkeln, genau in die Mitte hier, und verbinden wir das. Verbinden wir, schauen Sie, bei der zweiten Halbstäbchen oben sind 2 Faden. Ich zeige euch 2 Verbindungsmöglichkeiten. Erste, unter diese 2 Faden ziehen Sie diese Schlaufe durch und so viel rausziehen, dass dieses Stück durchpasst. Und hier entsteht dann so ein Knoten. So, ist verbunden. Wie man das wieder aufmacht, ziehen Sie an diese Knoten wieder und in andere Richtung wieder aufmachen. So, das war Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, genau unter dieselbe 2 Faden durchziehen und dann geht man hier
unter diese Schlaufe, welche gerade durchgezogen war, und legen Sie das drauf. So. Und Masche häkeln. So. Ist abgeschlossen und direkt Masche von nächster Reihe. Die nächste Reihe werden auch in diese Stellen diese 4 Maschen verdoppelt. Also jede von dieser Masche wird zusammen sein. So wie auf dieser Seite. Hier auch diese 4 Maschen werden verdoppelt. Hier, um hochzusteigen, kann man einfach 2 Luftmaschen machen oder eine Fake Halbstäbchen. Erste haben wir gemacht, dann mal umwickeln und noch eine Masche. So, es sieht ungefähr so aus. Und jetzt hier verdoppeln wir das. Genau an dieselbe Stelle. So, 2 Stück gemacht. Dann die nächste 2. Und die nächste 2. Also jetzt haben wir 3 mal verdoppelt. Schauen Sie. Und jetzt hier weiter. Alle erste verdoppeln wir dann am Ende. Weiter geht's mit 19 einzelne bis zu diesem Halbkreis. Hier wird jede von die 4 auch verdoppelt. Und zurück wieder 19 einzelne Halbstäbchen und hier in die letzte wird man auch verdoppeln. Abschluss wie vorher, schauen Sie immer bei der zweiten Halbstäbchen, diese 2 Faden durchziehen und da drunter gehen, drauflegen, Masche häkeln. Ab der nächsten Reihe werden keine Zunahmen mehr sein. Das heißt, man häkelt einfach in die Höhe und jede Reihe klar abschließen wie diese Reihe. Ich habe insgesamt 14 Reihen gehäkelt. In die Höhe ist es 15 cm. Ich wollte noch euch ein Lifehack zeigen. Die Reihen habe ich abgeschlossen abwechselnd. Das heißt einmal mit Knote, einmal ohne. Und wegen das ist die Verbindungsstelle immer auf die Seite geblieben. Wenn man mit einer von den beiden immer abschließt, dann wandert sich diese Verbindungsstelle je nachdem nach links oder nach rechts. Ist auch nicht schlimm. Man kann auch so machen. Ist egal. Abschluss jetzt allerletzte. Garn abschneiden, weil weiter häkeln wir mit hellerem Garn. Unter die 2 Faden durchziehen und wieder auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. Ist abgeschlossen. Jetzt ziehen Sie diese Ende durch mehrere Maschen so runter und vernähen Sie das auch. Für die Haare häkelt man als erste 8 Meter Luftmaschenkette. Warum 8 Meter? Für eine Reihe mit Haare, bei mir ungefähr 2 Meter. 4 Reihen mit Haare, dann 2 mal 4 ist 8 Meter. Wenn ihr dichte Haare haben, dann ungefähr weiter ausrechnen. Also für eine volle Reihe sind 2 Meter Luftmaschenkette benötigt. Ich fange hier bei der Seite an. Eine Masche ziehen. So, jetzt nehme ich und in die erste hier geht man in die nächste Masche durch, zieht durch Kette und eine feste Masche häkeln.
Und Sie können auch entscheiden, wie lang diese Haare werden. Also bei mir sind 7 Maschen und in die 8. verbinde ich hier. Also, oder kann man verschiedene machen, eine große, eine kleine, wie es Ihnen lieber. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und in die 8. gehe ich rein. Und hier unter die 2 Faden erstmal durchziehen und mit Masche häkeln. So. Auch wie dicht werden die sitzen, können Sie auch entscheiden. In jede Masche, aber dann wird ganz viel Haar sein. Oder so wie ich zum Beispiel. Erste habe ich fixiert und die nächste häkle ich einfach weiter. Festmasche. Und dann in die nächste erstmal wieder Haarsträhne. Wieder 7 Mal abzählen. Und in die 8. fixieren. Durchziehen, durch diese ziehen und Masche häkeln. So, dann die nächste einzelne hier. Und wieder 7 abzählen. Und in die 8. fixieren. Und so häkelt man die ganze Reihe. So, bis hierhin. Hier am Ende, letzte Masche hat diese Haarsträhne fixiert. Und jetzt schon Anfang nächste Reihe. Wir häkeln weiter in Spiralenrunden. Das heißt, werden wir Reihe nicht abschließen. Und nächste Reihe wird einfach mit Festmaschen gehäkelt, ohne diese Haaren. Also ich nehme noch eine hier und gehe jetzt direkt hier unter diese 2 Faden. Und diese Masche markiere ich als erste von der nächsten Reihe. Lassen Sie das einfach so hier hängen. Bei der übernächsten Reihe ziehen wir das wieder so nach oben, damit man das nicht abschneiden muss und so. Das, klar, kann man jede Reihe 2 Meter genau diese häkeln und dann jedes Mal das überspringen, aber ich lasse einfach so und in die nächste Reihe nehme ich das wieder. Und diese Reihe geht einfach unter jede Masche eine feste Masche. Bis zu Ende. Markiere weg. Hier häkle ich noch eine Festmasche und nächste Reihe fängt jetzt an. Ich ziehe diese Kette nach oben und gehe in die nächste Reihe. Hier und fixiere ich auch da und markiere ich das. Jetzt kann man auch entscheiden, ob man die Haare übereinander direkt häkelt oder nächste Strähne zwischen denen. Ich mache zwischen und wiederholt man Reihe Nummer 1 mit Haare, 7 Mal abzählen, in die 8. fixieren, genau dasselbe weiter wiederholt man. Dann eine hier. Dann wieder 7 in die 8. fixieren. Also ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Und häkelt weiter selbstständig. Und zwar am Ende, bei mir wird dann 4 Reihen mit Haaren. Also immer abwechselnd häkeln.
Eine Reihe mit Haare, eine Reihe ohne, in die Höhe. So sieht das jetzt aus. Und hier am Ende, dieses Endstück war von diesem Zopf rausziehen und jetzt auf die andere Seite also verstecken, hier vernähen. Und als Abschluss häkle ich jetzt noch mit Kettmaschen einmal rum. Ich gehe in jede Masche rein und einfach Kettmaschen durchziehen. Wir können auch Anfang markieren. Durch ganzen Rand. Hier am Ende verbinden wir das jetzt. Alle erste Kettmasche, die ist so ein bisschen runterstehen. Hier unter die zwei Faden. Und wieder zurückbringen auf die Stelle, wo es rauskommt. Suchen Sie es genau, wo ist das? Und abgeschlossen. Alles ausgeglichen. Jetzt diese Enden alle verstecken und vernähen. Als nächstes häkeln wir Nase, Augen und Blümchen. Als erstes häkeln wir eine Luftmaschenkette aus 13 Luftmaschen. Einen Knoten bilden. Und ab jetzt zählen Sie 13 Mal. Die zwei Maschen überspringen wir und fangen wir hier an zu häkeln, und zwar eine Stäbchen drauflegen, die zwei abhäkeln und die zwei abhäkeln und noch eine Stäbchen die gleiche Stelle. Und in jeder Masche ab jetzt häkelt man auch 3 Mal in eine Stelle, und zwar eine Stäbchen, eine doppelte Stäbchen und noch eine Stäbchen. Drauflegen. Erstmal Stäbchen, dann doppelt hier machen. Die zwei und die letzte. Und jetzt wieder ein Stäbchen. Und so häkelt man in jede Masche bis zu Ende. So sieht jetzt aus. Garn abschneiden. Hier so einen Knoten bilden. Es gibt zwei Varianten, wie man das zusammen jetzt bringt. Sehen Sie, es dreht schon selbstständig so einen Kreis. Können Sie einfach so drehen lassen und dann wird das so wie diese aussehen. Oder umgekehrt auf die andere Seite. Dann wird das so aussehen. Also fast gleich, finde ich. Vielleicht ein bisschen so auseinander geht als hier. So. Und jetzt muss man das zusammen verbinden. Man kann es mit Häkelnadel oder mit Wollnadel einfach nähen. Ich mache einfach so durch. Bei der allererste hier gehe ich rein. Dann irgendwo hier in Öffnung. Dann ein bisschen so zusammendrehen. Hier vielleicht. Und ziehe ich diese Ende, also wo Anfang war, ziehe ich da mal durch. Die andere Seite. Und jetzt wieder zurück. Aber in die andere Stelle irgendwo hier. Durch alle Schichten wieder. Und kommt das hier raus.
So, es hält zusammen. Und jetzt nehme ich auch diese Ende und mache ich das gleiche. Irgendwie hier. Und auf diese Seite wieder. Irgendwo, vielleicht da. Und ziehe ich wieder raus. So, jetzt beide ganz festziehen, damit die Blume bleibt so zusammen. So sieht das aus. Man kann so ein bisschen auseinanderziehen auch. So. Und jetzt hier mache ich einen Knoten. Diese kleine Ende verstecken, irgendwo hier in die Reihe gehen. Innere. Und das war's. Fertig. Fürs Nasehäkeln nehme ich direkt 2 Garn und häkle ich mit den beiden. Es wird nur 2 Reihen geben. Erste Reihe 10 Halbstäbchen, zweite Reihe. Jede dieser Halbstäbchen wird verdoppelt und häkelt man mit 2 Festmaschen da rein. Amigurumi-Ring. Erstmal fixieren. Und eine Luftmasche. Drauflegen, im Kreis rein und 3 auf einmal häkeln. Es ist ein bisschen schwer zu zeigen, wegen dieser flauschigen Garn. Drauflegen, im Kreis und alle 3 auf einmal. Also insgesamt sollte 10 Halbstäbchen da sein. Jetzt ziehen Sie diese Ende zusammen, Kreis schließt sich und wir häkeln weiter einfach eine Spiralrunde. Also jede von diesen 10 Maschen wird jetzt verdoppelt mit einfacher Festmaschen unter die 2 Faden. Eventuell nehmen Sie eine Maschenmarkierer und markieren Sie die allererste, weil es ist wirklich schwer zu sehen, wo Anfang war. Also insgesamt dann am Ende wird 20 Maschen sein. Jetzt Maschenmarkierer weg und hier mit einer Kette Maschen beenden. Garn abschneiden. Diese Karton habe ich kurz abgeschnitten und das von Softie schneide ich ein bisschen mehr und damit werde ich das auch zusammennähen. So, ungefähr so. Okay. Wem ist das nicht flauschig genug, dann können Sie einfach eine Reihe mit Kettmaschen hier nur mit flauschige Garn häkeln. So, dann jetzt rausziehen. Hier diese zurückbringen, hier runterziehen und verstecken. Jetzt mit Wollnadel nähe ich eine Nase hier von unten einmal hier bis zur Mitte. Dann mal zur Seite. Also schauen Sie selber, wie hoch das sein soll. So. Und jetzt noch die andere Seite. Und fertig. Jetzt häkeln wir 2 Augen.
Es ist sehr schwer, bei schwarzer Farbe das zu zeigen. Es wird nur eine Reihe geben mit 6 Festmaschen. Also Amigurumi-Ring und in diesem Ring 6 Festmaschen häkeln. 6 Maschen sind fertig. Es ist wirklich schwer zu zeigen bei schwarzer Farbe. Ziehen Sie diese Endstück so und schneiden Sie jetzt Garn. Ungefähr habe ich 60 cm hier gelassen, weil die Augen werden nicht genäht, sondern mit Kettmaschen befestigt. Und jetzt suchen Sie alle erste Masche hier, diese 2 Faden, und ziehen Sie diese gesamte Endstück hier unter die 2 Faden auf die andere Seite und dann wieder zurück auf die Stelle, wo es rauskommt. Und dann wird diese Reihe abgeschlossen sein. So, es wird so in Augen. Diese Ende hier ein bisschen kürzer schneiden. Wir machen auch vernähen. So, fertig. 2 Augen. Jetzt bringen wir das alles zusammen. Legen Sie so ungefähr hier, eventuell Mitte ausmessen, dass wirklich in die Mitte sitzt. Und zuerst mache ich die Nase mit Nadel fixieren, damit das nicht abrutscht. So. Und ich habe Wollnadel doppelt hier gemacht. Und einfach über den Rand diese Nase hier annähen. Als nächste Augen, so eine habe ich fixiert, Garn auf die andere Seite gezogen, Häkelnadel Nummer 4 und jetzt fange ich hier an. Unter der einen Faden Garn rausziehen und mit einer Kettmasche fixieren. Dann direkt in die nächste, unter der einen Faden rausziehen und durch diese ziehen. Dann die nächste und so eine nach anderen im Kreis fixiert man das mit Kettmaschen. Hier bei der allerletzten Masche zieht man das Garn raus, unter die ersten 2 Faden schließen wir das ab, Garn rausziehen und von anderer Seite auf die Stelle, wo es rauskommt, wieder runterziehen. Wir machen auch so welche Wimpern hier machen. Und zwar einfach auf die Seite, irgendwo hier rausziehen und wieder zurück ins Auge. So. Und noch eine nebendran. Die gleiche Stelle, wo es rauskommt. Und zuletzt jetzt die Blümchen. Suchen Sie aus, auf welche Stelle soll das kommen oder so in die Mitte. Sieht auch schön aus. Und mit Wollnadel durch mehrere Stiche annähen. Zuletzt häkeln wir 2 Ohrchen. Und wundern Sie sich nicht, die Ohrchen werden in anderer Farbe sein. Ich habe einfach aus anderem Video diesen Abschnitt genommen, weil bei der Schäfchentasche waren genau dieselben Ohrchen. Da habe ich aufgeschrieben, es wird 9 Reihen geben. Amigurumi-Ring, in dieser Ring 6
festmaschen. Da wir in Spiralrunden häkeln, brauchen wir einen Maschenmarkierer. Markieren wir Anfang von jeder Reihe. Reihe Nummer 2, 3 zusammen. So, in die erste Anfang markieren und direkt die gleiche Stelle zusammen. Dann einzelne, dann zusammen, einzelne und die letzte zusammen. Bis zu Ende einzelne Maschen. Wir können jedes Mal nachzählen, kontrollieren Maschenanzahl. Reihe Nummer 3. Erste Masche markieren und direkt ein Zusammen. Zwischen zusammen 2 einzelne. Hier jetzt Zusammen. 2 einzelne und Zusammen. Und bis zu Ende noch 2 einzelne. Reihe Nummer 4, ebenfalls Zusammen. Bei der erste direkt markieren. Zwischen Zusammen 3 Maschen. Jetzt zählen Sie nach, es soll 15 Maschen sein und die nächsten 4 Reihen, von Reihe Nummer 5 bis Reihe Nummer 8, häkeln Sie einfach 15 Maschen in die Höhe. 9. Reihe ist letzte und hier häkeln wir Abnahmen. Erste Masche, zweite Masche, nur einen Faden nehmen und Abnahme. So, markieren das wieder, das ist Anfang. Dann einzelne Festmasche und wieder Abnahme. Eine Faden, zweite Faden zusammen und einzelne. So häkelt man bis zu Ende von dieser Reihe, bis zur markierten Stelle abwechselnd. Abnahme, einzelne, Abnahme, einzelne. Und am Ende sind 10 Maschen geblieben. Fertig. Jetzt schließen wir die Reihe ab. Garn abschneiden, rausziehen, hier unter die 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen auf die Stelle, wo es rauskommt. Unter diese 2 Faden und nach innen ziehen. So, vernähen brauchen Sie nicht. Jetzt verbinden wir diese Ohrchen mit Tasche. Und zwar, ihr könnt aussuchen, welche Form. Wenn ihr so zusammenknickt, dann wird das so aussehen. Oder einfach geradeaus. Also wie ist es Ihnen lieber? Ich mache einfach geradeaus. Und hier an diese Stellen, in den vorderen Teil, also ich nehme auch helleren Garn. Und hier ungefähr bei der allerersten Reihe mit mehreren Stichen Ohrchen fixieren. Und Ohrchen sind fertig angenäht. Ich wollte euch noch ein paar Ideen zeigen. Zum Beispiel hier ganz oben an den Ohrchen, diese flauschige Garn noch, kann man auch eventuell so nähen, dass das ganze Ohrchen dann wird mit flauschigem Garn. Oder einfach in die Mitte, wenn sie so aussticken, ungefähr so, dann wird aussehen, geht auch. Also Fantasie kennt keine Grenzen. Ich habe einfach oben hier an der Spitze ein bisschen mit Garn genäht. So. Rein und hin und her durch mehrere Stichen.
über die Spitze nähen. Und das war's, die Tasche ist fertig. Es bleibt nur dieser Magnetknopf anzunähen, hier in die Mitte, und auch eine Schnur. Man kann das direkt von Tasche aus häkeln. Schauen Sie auch meine andere Video dazu, zum Beispiel eine Bär, da zeige ich direkt. Oder kann man auch mit Karabiner fixieren hier, mit Karabinerrinne. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diese Schnur häkelt. Schauen Sie unten in der Beschreibung, stehen Links dazu. Können Sie aussuchen, welche Ihnen lieber. Und über eure Kommentare freue ich mich immer und über Likes besonders. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!